Hallo liebe Kunstfreunde, die Anne Pross ist hier von Anne Pross Kunst. Heute haben wir ein Bild zum Thema Weihnachten und Advent. Und zwar male ich ein Aquarell, das ist mit einem lustigen Gnom. Da könnt ihr mir dabei zuschauen. Ich wünsche euch jedenfalls schon vorab einen wunderschönen 3. Advent, den wir morgen begehen. Und da passt dieses Bildchen hervorragend dazu. Ihr könnt es auch direkt im Anschluss dann über den Verkaufslink selbst erwerben. Es ist ein Original und ein schönes kleines Weihnachtskunstwerk, das ihr euch in die Wohnung hängen könnt als Weihnachtsdekoration. So, nun habe ich ein Bild aufgezeichnet mit Bleistift und diese große Mütze, die der Gnom aufhat, und sein langer Mantel werden zunächst mit Wasser nur ausgefüllt, damit dann alles schön fließt. Von der Farbe her habe ich das eben schon mal vorab angefeuchtet mit klarem Wasser. Ich mische mir hier ein Weihnachtsrot aus einem helleren und einem dunkleren Rot. Und wie ihr seht, fließt sofort die Farbe in diese Mützenform hinein, ohne dass ich dann groß nachhelfen muss. Als nächstes kommt der große Mantel dran. Der ist mit einem Stück weißen Pelz verbrämt an den Ärmelstulpen, und auch oben an der Mütze ist dann noch so ein weißer Pelzrand, der da stehen bleibt. Gebt großzügig Farbe hinein, dass es nicht zu hell wird, sondern ein schönes, sattes Rot ergibt. Dieses wunderbare weihnachtliche Rot findet man ja überall in diesen Tagen, an den Weihnachtsbäumen auch als Dekorationsfarbe. Und weil das ein lustiges Weihnachtsmotiv ist, habe ich neben den Gnom noch einen kleinen Hasen hingesetzt. Der trägt ebenfalls so eine süße kleine Zipfelmütze. Mit Deckweiß spritze ich da helle Flecken auf. Das macht alles sehr lebendig. Ich lege noch etwas Farbe nach, nehme mir Salzflocken, damit dann noch mehr Struktur entsteht in der Trocknungsphase, denn alles ist jetzt sehr feucht und viel überschüssige Farbe ist vorhanden. Durch das Salz wird die Farbe aufgesaugt. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich mir ein Tuch genommen, schiebe jetzt diese Salzflocken herunter und kann dann diese Strukturen erkennen. Arbeitet ruhig mal mit Salz, das ist eine spannende Sache. Vor allem, wenn ihr das dann gegen das Licht haltet, werdet ihr feststellen, dass diese Salzkristalle sich im Wasser auch aufgelöst haben und hübsch im Licht glitzern. Das ist auch so ein Nebeneffekt, der mir gut gefällt. Bei dem kleinen Hasen werde ich viele verschiedene Farbschichten auftragen. Man fängt immer mit einer ersten hellen Farbschicht an
und wird dann immer dunkler, denn diese Schattenstellen müssen ja dann dunkel erscheinen und je nachdem, wie viele Schichten ich da auftrage, umso dunkler wird das bei der Aquarellfarbe. Und der sitzt da ganz fasziniert vor dem Gnom, schaut ihn an, spricht mit ihm. So, und jetzt habe ich rechts neben dem Gnom einen Weihnachtsbaum, den halte ich auch sehr einfach von der Form her und gestalte ihn dann farblich betrachtet in hell und dunkel, damit man auch den Schatten im Baum erkennen kann. Wiederum viel Farbe, viel Wasser und den Baumstamm zeichne ich da auch hinein. Und von Schicht zu Schicht wird es immer farbintensiver und schöner, leuchtender, tiefgründiger. Dann wieder eine weitere Schicht bei dem Hasen, damit man sehen kann, genau wo seine Hasenläufe sind. Und das Gesicht soll ja auch gestaltet werden. Genau die gleiche Farbe kann ich hier für die Schuhe des Gnoms hernehmen. Auch so ein Braun. Mit klarem Wasser, den ich im Pinsel habe, helle ich die erhabenen Stellen bei der Mütze etwas auf. Da kann ich wieder Farbe entfernen, mit dem Tuch dann auch. Und damit das Ganze noch entsprechend plastischer erscheint, denn das ist ja nicht eine platte Darstellung, sondern das soll ja auch entsprechend Tiefe bekommen, sodass man die Figuren gut erkennen kann. Bei dem Hasen muss ich immer wieder nacharbeiten, auch die Hasenohren. Das sieht ja ganz niedlich aus. Und das bisschen Gesicht, was man vom Gnom erkennen kann, koloriere ich auch in Rosétönen, male ihm rote Bäckchen hin. Die Nase habe ich ja schon entsprechend gestaltet und seinen Mund, der im weißen Bart da durchscheint. Als nächstes habe ich mir überlegt, dass ich den Bart mit einem Eierschalenweiß, das einen Silberglanz hat, hier bemale, damit es sich ein bisschen abhebt. Wenn man das dann im Licht betrachtet, sieht man, dass das glänzt. Es ist ein hübsches Naturweiß.
Nachdem es getrocknet ist, füge ich nun weitere Metallic Glanzfarben in dem Bild ein, zum Beispiel hier bei dem Weihnachtsbaum habe ich hier dieses wunderbare Grün. Das mische ich ein bisschen mit Blau. Und noch ein bisschen Grau dazu. Mit den ganz normalen Aquarellfarben fahre ich jetzt fort, mische mir ein Blau an, was ich für den Hintergrund benutze. Da brauche ich wieder viel Farbe und trage es mit einem ziemlich großen Aquarellpinsel auf als Hintergrund. Das geht dann sehr zügig, aber natürlich nicht so zügig wie hier in meinem Video, denn dieses Video habe ich für euch mit der 4-fachen Geschwindigkeit jetzt aufgenommen. Das heißt, es entspricht nicht der Echtzeit, die man tatsächlich damit zugebracht hat. Das bitte ich zu berücksichtigen. Es ist kein Echtzeitvideo, sondern ein schneller laufendes Video. Im unteren Drittel ungefähr soll natürlich das Weiß des Papiers als Schnee hergenommen werden, aber ich werde da trotzdem noch ein bisschen Farbstruktur dann mit einbauen, damit man sieht, dass das eben aufgehäufter Schnee ist. Das kann ich mit der gleichen Farbe machen, mit diesem Blau, was ich relativ verdünne. Man kann auch ein bisschen Rot noch hinzufügen, dass es ein bisschen rosa wird. Das kann man machen, wie man möchte. Mit etwas Deckweiß, das ich hernehme, werde ich weiße Farbspritzer für den Schnee aufspritzen, beziehungsweise dann auch noch auf den Baum aufmalen, denn es ist ja Winter und auf den Bäumen liegt dann auch eine Schneeschicht. Auch bei der Mütze des Gnoms male ich ein wenig Schnee auf die Kanten auf, das sich da am Gewand und an der Mütze festgesetzt hat. Über und über könnt ihr da Schneeflocken herunter rieseln lassen durch das Deckweiß. Man kann alternativ auch Acrylfarbe nehmen. Die ist dann meistens noch intensiver und deckender. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich das hier realisiert hatte, denn es ist ja doch ein relativ großes Bild geworden. Mit der Goldmetallic-Farbe ergänze ich das Bild, denn ich habe dem Gnom an
seine Mützenspitze einen goldenen Stern geheftet und als Verzierung kann ich jetzt noch an der Mütze so einen Goldrand aufbringen, auch noch einen Goldstern als Spitze bei dem Baum. Auch an den Ärmeln und bei dem kleinen Hasen habe ich ein bisschen Gold aufgebracht und auch der Bart wird mit Gold strukturiert. Des Weiteren spritze ich jetzt Goldfarbe als Sternenfunkeln in den Himmel. Mit etwas dunkelroter Farbe setze ich noch Schatten und Akzente, um das Ganze noch plastischer zu machen. Mit einem weißen Gelstift habe ich mir überlegt, dass ich die weißen Elemente noch etwas dadurch verstärke. Man sieht es auch ganz gut, dass es dann wesentlich intensiver noch zu sehen ist bei diesen Figuren. Den oberen Bereich des Himmels habe ich auch nochmal mit einer dunkleren Lasur überzogen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt bitte dabei. Es gibt noch das Bild dann an der Wand zu sehen und ihr könnt es im Anschluss über den eingefügten Link im Text bei mir sofort erwerben.
und habt ein hübsches Originalbild von Anne Pross Kunst für euer schmuckes Zuhause. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Und hier ist ein Blick ins Kinderzimmer mit diesem Bild. Bis zum nächsten Mal, eure Anne Pross.